Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Patricia und Simon und erkunden in diesem Video die Toskana. Genauer gesagt die wunderschönen Zypressenalleen, baden in der Thermalquelle Saturnia, erkunden malerische Dörfer und bestaunen die Natur. Die Toskana ist eine Reise wert, aber Sie selbst. Und jetzt like unbedingt unser Video, lass ein Abo da und schreib einen Kommentar. Und jetzt viel Spaß und tauch ein in die Toskana. Guten Morgen! Es ist ein bisschen laut bei mir, aber ich hoffe, du hörst mich trotzdem. Laut ist es, weil wir bei den Thermalquellen von Saturnia sind und wir dieses Naturschauspiel jetzt mal anschauen und dir erzählen, ob sich das wirklich lohnt oder nicht. Vom Wohnmobilstellplatz sind es ungefähr eine Viertelstunde über einen wunderschönen Feldweg zur Quelle und ist echt angenehm zum Laufen. Und ich empfehle dir, weil heute wird es nämlich hier 39 Grad, auch in der Früh zu gehen, weil es hat sicherlich weniger Menschen und es ist angenehmer zum Baden. Zwar, jetzt habe ich gerade überlegt, wenn draußen 39 Grad ist und im Becken 37,5, ist es dann eine Abkühlung? Ist es dann eine Erfrischung? 1,5 Stunden später, wir haben jetzt 7 Uhr und wir sind durchgewellnest. Es war wunderschön. Wir sind um 5:30 hin und jetzt wieder zurück. Und als wir da wieder zurückgelaufen sind oder jetzt laufen, kamen uns Scharen von Menschen entgegen. Also es wird ziemlich früh, ziemlich schnell voll, was auch absolut verständlich ist, denn es ist eine wirklich coole Therme. Vor allem sie ist noch kostenlos und unbedingt auf die Natur achten, dass das weiter so bleibt. Sie hat eine konstante Temperatur von 37,5 Grad und es hat so kleine Würmer, würde ich jetzt nicht sagen. Quellen behaupten, es wären Würmer, aber eigentlich sind es so kleine rote Larven im Wasser. Das sind die Larven von der Zuckmücke und absolut harmlos. Also das ist nichts Schlimmes. Und wenn du hier in der Region bist, dann schau dir das unbedingt an. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Wir zeigen dir nachher noch, wo wir übernachtet haben, denn es ist so, auf dem Parkplatz dort, das gibt eine Höhenbegrenzung von 2,20 Meter und es ist nicht erlaubt zu übernachten. Und dafür gibt es eben hier einen Wohnmobilstellplatz. Wir tanken jetzt hier noch Wasser und es ist so warm. Es ist, glaube ich, 36, 37 Grad. Ja, geworden, ganz schnell. Aber es ist ein bisschen schade, es ist so diesig, weil so Sahara-Staub hier ist. Aber egal, wir sind froh, dass die Sonne nicht voll durchknallt. Und nachher fahren wir weiter. Genau.
Wir waren an dem bis jetzt wunderschönsten Stellplatz in der Toskana. Es war so schön ruhig gestern Abend und es hatte sogar einige Glühwürmchen. Jetzt ist es Zeit weiterzufahren Richtung Siena, aber wir wollen unbedingt noch durch eine Zypressenallee fahren und das mitnehmen, weil das gehört auf jeden Fall zur Toskana. Unser nächstes Ziel in der Toskana ist die Abtei San Galgano. Die wurde nach einem berühmten Ritter dazumals benannt. Und sie ist sehr berühmt, dass sie eine Ruine ist, welche kein Dach mehr hat. Das liegt daran, dass im 16. Jahrhundert durch ein Unwetter das Dach der Blitz einschlug und das Dach dann zerbrach und nicht wieder aufgebaut wurde. Heute ist sie ein berühmtes Fotomotiv und unter anderem wurden hier diverse Filme gedreht. Direkt daneben, sprich auf dem Parkplatz, gibt es auch Plätze für Wohnmobile. Das heißt, es gibt einen Wohnmobilstellplatz. Es gibt zwar auch eine Stromsäule und Wasser, aber ist aktuell nicht in Betrieb. Trotzdem ist es wunderschön hier, viel Natur, gut zum Spazieren. Hunde sind übrigens auch erlaubt in der Abtei. Und ja, das ist ein kostenloser Stellplatz, welchen du nutzen kannst, wenn du hier San Galgano besichtigst. Ist noch schwierig zu sagen, wie viele Plätze es wirklich sind, aber ich würde so um die 15 Stück sagen. Wir entscheiden jetzt uns eine halbe Stunde weiter zu fahren zu einem anderen Stellplatz, einfach weil es relativ warm ist und wir noch ein bisschen Klimaanlage möchten. Eine halbe Stunde später und ich würde sagen, es hat sich gelohnt, nochmals zu fahren, weil dieser Stellplatz wunderschön ist auch ein kostenloser Stellplatz und ich zeige dir jetzt mal, wie es hier aussieht. Unser nächster Halt in der Toskana ist die Stadt Monteriggioni. Das ist eine Stadt im Bezirk Chianti. Das liegt auch daran, das sieht man an den Weinreben. Und das ist eine sehr bedeutende Stadt, die wurde 1213 gegründet und erbaut, hat unter anderem eine 570 Meter lange Mauer, die das Städtchen umrundet und ist bekannt für seine 14 Türme. Monteriggioni ist ein sehr beliebtes touristisches Ziel, was man auch erlebt.
Eine weitere Stadt oder ein weiteres Städtchen ist Vinci. Genau da befindet sich unser Stellplatz. Der ist übrigens auch ein kostenloser Stellplatz. Und jetzt sind wir hier im Städtchen Vinci, in dem 1452 Leonardo da Vinci geboren worden ist. Und man kann hier unter anderem eine Kirche anschauen oder auch das Museum von Leonardo da Vinci. Und es ist richtig malerisch hier und gefällt mir richtig gut. Schon ist die Zeit wieder vorbei hier in der wunderschönen Toskana. Wir haben die Zeit sehr genossen und sind wirklich beeindruckt von dieser Region. Genau, wir finden, da kann man locker 2 Monate verbringen. Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal dort. Du kannst uns unterstützen, indem du diesem Video einen Like gibst, Daumen nach abonnierst. oben. Genau, uns abonnierst. Und wenn du eine Frage hast, stell sie unten in den Kommentaren oder auch schreib sonst. einfach so einen Kommentar. Genau, das freut uns. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.